Ja, die Ausgangslage war ja, dass ich in einem Prozess verwickelt war, wo mir eine Beleidigung eines Politikers unterstellt wurde, der selbst vorher schon andere Politiker massiv mit dem N-Wort beleidigt hat, die Wähler beleidigt hat, die AfD-Wähler. Und gegen dem habe ich was geschrieben, vor allen Dingen aus dem Grund, weil ich eben selbst als spirituell aktiver Mensch von unserer Presse und von den Gerichten auch benachteiligt werde, massiv. Es wird eben in unserem Land eine Religion hier, die sich ständig beklagt, dass sie benachteiligt wird, aber tatsächlich wird sie ständig bevorzugt. Deren Grundsätze, die Scharia, wird sogar über das Grundgesetz gestellt. Das habe ich schon lange beklagt und habe versucht, Möglichkeiten zu finden, da etwas zu bewegen, dagegen vorzugehen. Wurde alles abgewehrt. Und dann traut sich dieser Politiker auch noch diese einzige Partei, die wir noch haben in dem Land, die AfD, eben verbieten zu wollen. Die einzige Partei, die sich noch traut, gegenüber dem Islam überhaupt noch was zu sagen. Der will die eben verbieten und das hat mich schon ziemlich aufgebracht. Und dann habe ich eben meinen Frust rausgelassen, aber wohl überlegt. Ich habe mir das vorher aufgeschrieben, habe eine E-Mail geschrieben und dann habe ich das abgelesen, weil ich die E-Mail so verfasst habe, dass ich eigentlich gedacht habe, so dürfte es eigentlich keine Beleidigung sein, weil ich den nicht irgendwie angesprochen habe, sondern im Grunde eine Bedingung gesetzt habe, die auf ihn eigentlich nicht zutreffen dürfte. Aber es wurde mir dann von den hellsehenden Richtern und Geschworenen natürlich dann unterstellt, dass ich etwas gemeint habe, was ich nicht gesagt habe. So ist unsere Justiz inzwischen. Die unterstellt sich dem Islam, hetzt gegen oder arbeitet gegen positive spirituelle Kräfte, tut es als Humbug ab, entzieht Yoga Vidya zum Beispiel den Religionsstatus, aber sie erhebt sich dann selbst in den Status, hellseherisch Fähigkeiten zu haben und spielt eben nicht mehr im Zweifel den Angeklagten. Da habe ich mich eben verteidigt und wollte dann, wenn ich dann schon verurteilt werde, habe ich gedacht, dann müssten eigentlich meine Anzeigen, wo es ja um Hochverrat geht, dass sich Gerichte, dass sich Politiker unter den Islam stellen und einen Schwerstverbrecher vom Range eines Hitlers oder sogar größer von Hitler in unserem Staat salonfähig machen wollen, wie Merkel und Wulff, gegen die ich angezeigt habe. Und dann habe ich eben hier eingedenk der Tatsache, dass mir vorgeworfen wurde, dass es keine Beweise gibt, habe ich versucht, die Beweise eben vorzubringen. Das war mein Fehler, dass ich eben nicht gewusst habe, dass das irgendwie strafbar ist. Und man muss ja mir eigentlich auch zugute halten, dass ich eben diesen Staatsanwalt Kaczynski nicht ins Ausland gelockt habe mit irgendwelchen Versprechungen auf eine Finca, ihn dann mit Alkohol zugedröhnt habe, mit Frauen bezirzt habe, dann eine große Kamera- und Aufnahmeorgie errichtet habe, um dann ihn über mehrere Stunden zu fotografieren, zu filmen und dann das herauszuziehen, was dann wirklich bedenklich sein könnte, was natürlich in unserer linken Presse dann wahrscheinlich nicht aufgegriffen worden wäre, wie er meint, bis heute nicht aufgegriffen wird. Auf jeden Fall, das habe ich alles nicht gemacht, das müsste mir eigentlich zugute halten. Ich habe ihn nicht ins Ausland gelockt, wo es eben nicht strafbar ist, solche Aufnahmen zu machen, und ich habe das dann auch nicht groß öffentlich gemacht. Ich wollte nur eben, weil ich die Erfahrung gemacht habe, ja, warum habe ich habe das öffentlich gemacht, weil den einzigen, den ich eingeladen hatte zur Hauptversammlung, den Donaukurier, der hat dann die Sache da auch noch so dargestellt, als ob ich ein böser Rechtsradikaler, ein Verirrter, ein Dummer sei, der hier sich gegen den Staat auflehnt und die ja selbst massiv im Verfassungsbruch mitschwimmenden Qualitätspresse, die haben natürlich dann daraus mich lächerlich gemacht und nicht mein eigentliches Anliegen aufgegriffen, dass eben der Islam inzwischen über unser Grundgesetz gestellt wird, dass dieser Schwerstverbrecher des Islam, der nachweislich, also ich bin Historiker, habe mir das angeschaut, der hat genau das gemacht, was der IS nachmacht, und es kann eben nicht davon die Rede sein, dass die ganzen Terroristen da fehlgeleitete Menschen sind, sondern die machen genau das, was der Islam vorschreibt, was Mohammed vorgelebt hat, und das wollte ich eigentlich da mal untersucht bekommen habe, die Zusammenhänge, dass die Gerichte, die Staatsanwälte nicht aufgreifen von einem Schwerstverbrechervorbild, das
in Deutschland immer noch auf verschiedenen Webseiten so dargestellt werden darf, dass in den Freitagspredigten so gefordert werden darf, dass im Koran so steht, dass dieser Schwerstverbrecher ein Vorbild ist. Und wenn man sich dann noch wundert, dass dann auch einige der Millionen Leute, die man ins Land lässt, ohne genau zu prüfen, ob sie das wirklich gestanden haben, dass man da differenzieren muss und dass das Grundgesetz eben über dem Islam stehen sollte. Aber wenn sogar die deutschen Richter und die deutschen Gesetze und die deutschen Politiker sich unter die Scharia stellen, dann ist es natürlich kein Wunder, wenn dann auch einzelne dieser gläubigen Menschen auch das nachmachen, was eben das Schwerstverbrechervorbild, das ja inzwischen laut der Aussagen von Merkel und Wulff und anderen auch zu Deutschland gehören sollte, dass die das dann auch dementsprechend machen. Das war mein Anliegen, hier mal zu versuchen, unsere Gerichte in die Gänge zu bekommen. Und da sie ihm geweigert haben und ich nicht wusste, ob dieser Herr Kaczynski etwas unternommen habe, habe ich einfach neben dem Telefongespräch das Aufnahmegerät laufen lassen. Das gebe ich zu. Aber wie gesagt, ihn nicht mit großem Aufwand, was natürlich wahrscheinlich sinnvoll gewesen wäre oder notwendig gewesen wäre, um endlich mal die deutschen Gerichte und die deutschen Richter und Staatsanwälte an ihren Verfassungseid zu erinnern, die Verfassung zu schützen und sich nicht einer Scharia zu unterstellen und den deutschen Bürger, die darüber aufklären wollen, zu kriminalisieren, wie das bei mir geschieht und natürlich auch bei verschiedenen anderen, bei Schützenberger und die ganze Presse, die natürlich dahinter steht und das vertuscht aus Feigheit, Verlogenheit und Korruptheit, die sie bezahlen lassen dafür, dass sie sich die Verfassung schützen, aber dann eben die verfolgen, die eben wirklich die Verfassung schützen wollen, also eben auch der Verfassungsschutz und alles. Das müsste eigentlich aufgearbeitet werden. Das war mein Ansinnen. Da wollte ich eigentlich Material heranschaffen, um es den Gerichten leichter zu machen. Aber was machen die Gerichte? Die machen dann mein kleines Vergehen, das große Vergehen, wo im Fall von Strache eben ein Locken ins Ausland, ein Abfüllen mit Alkohol, ein Bezirzen mit einer Frau, mit Lügen und Verdrehungen und ein Ausarbeiten und Veröffentlichen von Material, dann die gravierendsten Stellen aus 6 Stunden Aufnahmen dann herauszunehmen, das dann zu veröffentlichen. Da wird das Verfahren eingestellt. Aber dann in meinem Fall, wo ich eben ein schwerstes Vergehen hier, das schwerste Vergehen wahrscheinlich in unserer Rechtsgeschichte seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland, dass man eine ausländische Bevölkerungsgruppe ins Land lässt, die nicht einmal aufklärt über das Grundgesetz, nicht denen klar macht oder die zur Bedingung macht, dass sie eben das Grundgesetz über die Scharia stellen müssen und nicht andersherum, sondern dass sogar Richter, Staatsanwälte, Politiker, die ganzen Pressevertreter, der öffentliche Rundfunk, der stellt sich unter die Scharia, die ja fordert, dass man den Mohammed nicht kritisiert, den Islam nicht kritisiert. Das machen sie genau, weil sie eben eingeschüchtert offensichtlich durch den Terror. Also das ist natürlich eine Methode, mit dem Terror umzugehen, sich dann einzuschüchtern, die Bevölkerung nicht aufzuklären, die Bevölkerung abschlachten zu lassen regelmäßig und dann diejenigen, die da sagen, da stimmt irgendwas nicht, dann zu kriminalisieren, mich dann zweimal zu verurteilen. Also da weiß ich schon, wo ich dran bin. Ich weiß hier, natürlich sind sie am stärkeren Hebel, aber habe ich ja schon geschrieben, sie sind für mich keine legitime Instanz, die mich verurteilen kann. Ich gehe vielleicht ins Gefängnis, aber zahlen werde ich auf jeden Fall nichts, denn diese korrupte, verlogene Bagage, die hier unser Land in das Mittelalter, in die Barbarei zurückführt, das werde ich nicht unterstützen. Ich bin ein Verfassungsfreund, ich bin gesetzestreu und stelle mich eben gegen diese Verschwörung, die hier ganz offensichtlich im Gang ist. Und Sie können mich gerne verurteilen. Ich habe gesagt, das war in Unkenntnis der Sachlage. Ausgehend von diesem Vorfall von Stachel, der mir noch ganz hell im Gedächtnis ist, dass da eben ein großes Betrugsmanöver gefahren wurde, um den aufrechten Mann in das Licht zu führen und ihn bloßzustellen, dann groß einen Skandal draus zu machen. Das wurde abgesegnet von unseren Gesichten, wurde der Verfahren eingestellt bei mir, wo ich da den größten Betrug und die größte Verschwörung, den größten Verfassungsbruch in der Geschichte unseres Landes da publik machen möchte. Da wird dann plötzlich hier das kriminalisiert, wo ich eigentlich ganz nüchtern eigentlich ein nicht privates Gespräch, sondern ein öffentliches, eigentlich sollte sowas eigentlich öffentlich sein, dass man sowas erfahren kann von einem Staatsanwalt, wo mir in der Berufungsverhandlung sogar Hoffnung gemacht wurde, dass da irgendwas unternommen wurde, wo ich dann aber vermuten musste, dass da überhaupt nichts unternommen wird und das wollte ich irgendwie dokumentieren, um dann auch weiterzumachen.
machen zu können mit meinen eigenen Anzeigen, die dieser Staatsanwalt, der dafür bezahlt wird, sowas eigentlich aufzugreifen, dass der es nicht macht, das habe ich dann gemacht und dafür brauchte ich eben diesen Beweis und den wollte ich eben auch öffentlich machen und das wird jetzt kriminalisiert. Also ich kann nur sagen, ja, weit ist es gekommen mit unserem Land und mit dieser Elite, die eben verlogen ist, verschworen und korrupt. Und machen Sie mit mir, was Sie wollen. Ich werde auf jeden Fall hier Sie nicht als legitim ansehen. Ich weiß, die größere Macht, das ist in allen korrupten Staaten, ist es so, dass die Macht sich immer noch durchsetzt. Da werde ich mich natürlich so weit fügen, dass ich mich nicht zu sehr selbst schade. Aber die Gerechtigkeit, die wird letztendlich siegen. Und ich mache mich nicht schuldig an unserem Grundgesetz, an unserem Land, an unseren Bürgern, dass ich die verrate, wie sie das alles machen, wie die Gerichte, die Politiker, die Parteien, außer einer eben, die kriminalisiert wird und gegen die eine Brandmauer hochgezogen wird von diesen verlogenen, korrupten und feigen, islamhörigen, Scharia-hörigen Eliten unseres Landes.